Also hast du dich angefangen zu verlieben in deinen Körper. So richtig. Oh, das ist so schön. Das ist Und so du? schön. Herzlich willkommen auf dem Kanal von Chronisch Ehrlich. Ich freue mich riesig, dass ich hier bin. Ich freue mich auch, dass du hier bist, Rachel. So schön, dass du die Anmoderation machst. Was läuft denn heute? Worüber reden wir? Ja, wir haben ein so spannendes Thema für heute. Und zwar reden wir über das Thema Körperbeziehung. Und ich weiß, dass du da ja auch einiges zu erzählen hast aus deiner Geschichte. Und ich habe auch da schon viel mit mir dran gearbeitet an meiner Körperbeziehung. Und vielleicht magst du einfach mal erzählen, wie sich deine Körperbeziehung in den Laufe der Jahre entwickelt hat. Ja, das ist super spannend, diese Frage. Ich glaube, gerade wenn man selbst über einen langen Zeitraum chronisch krank war und in meinem Fall sogar dieses chronische Erschöpfungssyndrom, dass man einfach monatelang im Bett liegt und der Körper genau das nicht macht, was man eigentlich sich wünschen würde. Und zwar nicht zu funktionieren. Ja. Und das ist ja etwas, was ich mir bis dahin gewohnt war, dass ich meinen Körper tunen kann, dass ich ihn formen kann. Ich habe mit 16 Jahren angefangen zu tanzen, sehr ambitioniert und bin auf eine Tanzschule gekommen in München, eine Bühnenausbildung, und da ist es ja sehr körperfixiert. Muskeln aufbauen, in den Spagat runter und so weiter. Und das hat mir auch super Spaß gemacht, dass, wenn man diszipliniert ist, dass man sich so weit pushen kann. Ja. Und von der Ernährung her war es das Klassische natürlich, viel Salat und Proteine. Und ja, dann kamen diese Entzündungen. Und das war schon mal so der erste Moment, der frustrierend war, dass der Körper sich nicht immer so schnell regeneriert hat wie bei den anderen Tänzern. Und das war ja auch einer der Gründe, warum ich diese Ausbildung nicht weitergemacht habe, weil ich gemerkt habe, dass ich nicht hinterherkomme. Und da war ich schon sehr sauer auf meinen Körper. Das war schon krass. Und ich habe ja sehr jung meine Kinder bekommen. Also wir haben uns sehr jung dann entschieden, Eltern zu werden. Und da war es so, dass ich die ganzen Schwangerschaften über mich übergeben habe, dass es mir gar nicht gut ging. Und dann, als sie dann auf der Welt war, war das wie auf einen Schlag weg. Und dann war ich wieder in meinem Dings, okay, was ist mein Ziel? Wie soll mein Körper nach der Schwangerschaft ausschauen? Und ich habe dann gleich so Heidi-Klum-Diäten gemacht. Oh, wow. Das heißt, proteinlastig und Salat, Puten und Salat, Mandeln und solche Sachen. Ja. Viel Thunfisch. Und ich denke, mit vielen solchen Diäten, die ich adaptiert habe, wo mein Fokus aber eher auf dem Körper war, habe ich gar nie gelernt, wer ist mein Körper eigentlich, was braucht er wirklich. Und das kann ich natürlich jetzt in der Retroperspektive so sagen, aber es ist halt ein langer Weg. Ich überlege mir jetzt auch im Nachhinein, und darüber haben wir beide ja auch schon geredet, was wird einem von der Gesellschaft vorgelebt, aber auch, was setzt man sich selbst für Ziele und über welches Wissen verfügt man. Und ich hatte ehrlich gesagt einfach überhaupt kein Wissen, wie eigentlich der Stoffwechsel funktioniert. Weißt du, man liest diese Zeitschriften und denkt so, okay, ich muss einfach mehr Salat essen und Pute und dann sind meine Probleme weg. Oder dass man sich damit noch Probleme zufügen kann und die Verdauung erlahmt und so weiter. Also das war so ein bisschen meine Körperbeziehung kurz zusammengefasst. Wie sah es bei dir aus? Ja. Lassen wir das Auto durch? Auf jeden Fall. Super. Ja, bei mir war auch lange Zeit der Fokus eher darauf, wie will ich, dass mein Körper aussieht, was erwarte ich von meinem Körper, wie hat mein Körper zu funktionieren, und auch ist einfach, dass ich es für selbstverständlich genommen habe, dass er halt funktioniert hat.
so wie er funktioniert hat. Und ich habe auch lange Zeit zum Beispiel zwischendrin immer mal Kalorien gezählt und Sachen abgewogen, mein Essen, jedes einzelne Nahrungsmittel, was ich gegessen habe, abgewogen. Also das waren auch so Phasen, die ich hatte, wo ich so Diäten probiert habe. Und ich war ja auch, oder ich bin Flugbegleiterin und da habe ich am Anfang eben auch zugenommen und das hat mich auch sehr frustriert und dadurch habe ich dann auch viel mich mit so Diäten auseinandergesetzt und wollte eigentlich auch immer, dass mein Körper auf irgendeine bestimmte Art und Weise aussieht, ohne wirklich darüber nachzudenken, wie er denn eigentlich sich am wohlsten fühlt oder was für ihn am besten ist oder wie ich eine gute Beziehung mit ihm haben kann. Und von wo hattest du die Informationen der Diäten? Das habe ich mir dann einfach überall, also so Bücher gekauft und ich habe alle Diätzeitschriften gelesen. So Brigitte Diät war auch bei mir sehr beliebt immer. Das auch auf jeden Fall, ja. Ja, und erst als dann meine Diagnose kam mit der Schilddrüsenunterfunktion und mit dem polyzystischen Ovariensyndrom, habe ich dann gemerkt, dass es eben nicht selbstverständlich ist, dass der Körper einfach so funktioniert, wie ich es gerne hätte. Ja, und das ist auch so eine schockierende Feststellung, oder? Weil vorher konnte man sich immer irgendwo hintreiben. Ja. Wie war das für dich der Moment, wo du merkst, okay, ich kriege eine Diagnose und ich habe noch gar nicht die Tools gelernt, wie ich mit ihm arbeiten kann? Ja, das stimmt. Wobei bei mir war es ein bisschen wie so eine Art Aufatmen, weil ich so gemerkt habe, das hat jetzt was verändert in meiner Wahrnehmung von meinem Körper her, von meinem Körpergefühl her. Weil vorher war ich immer so darauf konzentriert, wie er auszusehen hat und eben nicht darauf konzentriert, wie es ihm geht oder wie er sich überhaupt fühlt. Durch die Diagnose, das hat dann einfach den Fokus verschoben, nämlich eben von dem, wie sieht mein Körper aus, dahin zu, wie geht es ihm überhaupt? Ja. Und ging dieser Wechsel so schnell bei dir? Also bei mir war es so, ich bin dann immer kränker geworden und ich bin eigentlich, je kränker ich wurde, desto erschöpfter, desto mehr war ich da drin, ihn zu zwingen, zu funktionieren. Also ich habe mir auch ganz lange nicht eingestanden, dass ich krank bin und eigentlich nicht so funktionsfähig bin wie andere Menschen. Also das hat bei mir enorm lange gedauert, diese Erkenntnis, okay, ich darf jetzt annehmen, also in diese Annahme zu kommen, dass das jetzt gerade so ist. Wie war das bei dir, dieser Prozess? Das war tatsächlich so, dass ich irgendwie schon lange Zeit vorher gespürt habe, dass irgendwas an meiner Herangehensweise nicht richtig ist, dass irgendwas daran meinem Körper nicht hilft. Und als dann die Diagnose kam, hatte ich ja schon dieses Gefühl und das war dann eben in dem Moment wie der ausschlaggebende Schlüsselmoment, wo ich es verstanden hatte. Weil ich lange Zeit vorher schon diesen Struggle immer hatte mit dem, wie ich mich gefühlt habe oder dass ich irgendwas von meinem Körper erwartet habe oder dass ich nicht die Sachen gemacht habe, bei denen ich wirklich mir selber treu war, wie zum Beispiel Alkohol trinken oder rauchen oder so. Ich hatte da immer ein Gefühl, das ist irgendwie nicht gut für mich, das tut mir nicht gut, das tut meinem Körper nicht gut. Aber ich habe nicht so ganz verstanden, wieso. Oder ich habe auch nicht so genau verstanden, oder ich hatte nicht einen größeren Grund, warum ich damit aufhören sollte. Ach so, ja. Und die Diagnose hat dir wie diesen größeren Grund gegeben? Genau, ja. Das war für mich dann der Anhaltspunkt, den ich so gebraucht habe, diese Motivation. Ja, das stimmt. Das kann auch so wertvoll sein, eine Diagnose zu bekommen, weil das Ganze dann ein Gesicht bekommt. Genau. In meiner Geschichte war es ja so, dass ich 10 Jahre von Arzt zu Arzt gegangen bin und eben keine Diagnose bekommen habe und eher gegen Ende Ausschlussdiagnosen. Wo man eigentlich nicht weiß in der Schulmedizin, warum gibt es das, wie Reizdarmsyndrom, Endometriose und Fibromyalgie. Das heißt, als ich die Diagnosen hatte, war ich gefühlt noch mehr am Arsch, weil ich so dachte, super, und was kann ich jetzt damit tun? Ich muss
das Einzige, was mir bleibt, ist in die Akzeptanz zu gehen, was ich aber auch nicht sexy fand, weil ich das nicht akzeptieren wollte, wie es mir geht und ich einen Traum im Kopf hatte von einem Leben und das war ja damit dann nicht möglich. Also ich hätte dann einfach mit diesen Schmerzmitteln und mit dieser Stuhlgangregulierung, also Tabletten gegen Durchfall, Tabletten gegen Verstopfung und so weiter, mir helfen müssen. Aber da habe ich innerlich, also das hat mir irgendwie in meiner Geschichte auch nicht weitergeholfen. Ja. Aber ja, stimmt, es gibt diese Variante, dass eine Diagnose dir ein Gesicht gibt und du dann weißt, okay, daran kann ich arbeiten. Ja, genau. Das ist auch es gibt einem wie so einen Leitfaden. Ja, und eine Sache, die für mich auch total spannend ist, und zwar bei mir war es auch genauso wie bei dir, dass ich die Diagnose nicht so wahrgenommen habe in dem Hinblick, dass ich gesagt habe, so wie die Ärzte, das habe ich jetzt für immer, sondern für mich war direkt klar, ich brauche das nicht für immer haben, wenn ich eben wirklich, wirklich, wirklich genau hinschaue, was mein Körper braucht. Diese innere Wahrheit hattest du einfach in dir? Die hatte ich direkt in dem Moment, als die Diagnose gekommen ist, ja. Das ist natürlich wundervoll. Ja, da bin ich auch mega dankbar drüber. Ja. Wie gesagt, ich hatte ja diese ganzen Jahre davor, wo ich so viel mich immer damit beschäftigt habe und so. Und das war irgendwie wie die Zündung, die es gebraucht hat, um das zu verstehen, um diesen Klick zu haben. Ja. Und wie hatten das deine Körperbeziehung beeinflusst? Also du hattest vorher immer wieder mit Diäten zu kämpfen. Ja, genau. War dann dein Ziel, so dünn wie möglich zu sein oder warum hattest du dich vor deiner Diagnose so damit beschäftigt? Ja, mein Ziel war es, vorher immer einen definierten, schlanken Körper zu haben und gut auszusehen, auf jeden Fall. Ja, ja, und daran ist ja auch nichts verwerflich. Nein, natürlich nicht. Klar, das darf natürlich auch sein, auf jeden Fall. Ja. Aber, und das finde ich so interessant, man setzt den Fokus dann einfach auf die äußere Hülle. Dabei ist unser Körper so viel mehr. Ja. Als ich das erste Mal mich wirklich mit so körperlichen Abläufen beschäftigt habe, und ich musste mich ja damit beschäftigen, weil ich war sehr krank und habe für mich beschlossen, sehr gesund zu werden. Ja. Und dann, als ich gemerkt habe, okay, was für eine Rolle spielt eigentlich die Leber in meinem Leben? Was hat sie zu tun mit dem Stoffwechsel? Warum nehme ich in Phasen so zu? Warum kann eine Gewichtszunahme auch einfach mal positiv sein? Zum Beispiel, ich hatte ja als kleines Kind schon Malaria. Das heißt, meine Leber ist einfach angegriffen. Das heißt, die Leber, die verantwortlich ist, Gifte und Toxine und auch Adrenalin einzufangen. Und wenn sie das nicht mehr kann, dann speichert sie das in Fettzellen, tut das irgendwo zur Reserve. Der Körper sammelt Wasser an, um das dann mal ausleiten zu können. So, ich aber, weil ich so viel Stress hatte, die ganze Zeit mich gezwungen habe, mich weiter gepusht habe, habe ich so viel Adrenalin ausgeschüttet, dass meine Nebennieren schwach waren und dass meine Leber die ganze Zeit im Hasseln war und gar nicht ihren guten Plan zu Ende machen konnten. So. Und als ich das verstanden habe, dass ich eigentlich das Gegenteil gemacht habe, was meinem Körper helfen könnte, in seine Balance, in sein natürliches Gleichgewicht zu kommen. Ey, es hat mir so leid getan, Rachel. Ja. Ich musste mich so entschuldigen auch, dass ich ihn gezwungen habe, irgendwelchen Bildern zu entsprechen oder in Phasen einfach zu funktionieren. Und ich war so unbarmherzig. Und dabei ist der Körper der es irgendwie geschafft hat, dass ich überhaupt Kinder auf die Welt bringen kann. Es ist so ein einzigartige Hülle, die wir hier geschenkt bekommen haben. Ja, unser Körper ist wirklich so ein einzigartiges Geschenk. Und das ist echt auch einfach viel komplexer als zum Beispiel einfach Kalorien rein, Kalorien raus oder so, diese simplen Rechnungen, die es ja auch gibt. Ja, es ist so. Und dass wir auch so unterschiedlich sein dürfen. Ich liebe das ja im Ayurveda, dass man wirklich auch die Körpertypen hat, diese verschiedenen, und die auch feiert. Ja.
Da gibt es der Kapha, der hat einfach mehr Fülle und das ist gut so. Dann der Vata, der sehr schlank sein kann auch, dass das alles einfach seinen Platz hat. Und ich glaube, das ist auch so wichtig, dass wir da bei uns anfangen und sagen, mein Körper bekommt diesen Platz. Ja. Ob ich jetzt von der Gesellschaft als zu dünn, zu mager und was auch immer oder zu dick abgestempelt werde, mein Körper funktioniert und er steht für mich auf und er ist da und er umhüllt mich. Ja. Ja, unsere Konzentration ist meistens irgendwie immer nach außen gelenkt und dadurch schauen wir immer, was ist außenrum, was sind die gesellschaftlichen Normen oder so. Ja. Doch wenn wir uns wirklich komplett auf unseren Körper konzentrieren und wirklich darauf hören, wie er ist und was seine Art ist, dann haben wir natürlich einen ganz anderen Zugang dazu. Hallöchen, ui. Hallo. Ich finde das so schön. Ich habe ja auch einen Hund, gell? Ja. Und diese Natürlichkeit, wie sie einfach sind. Und wir Menschen zermartern uns den Kopf über alles. Und ja, ich glaube, ein Geheimnis ist die Dankbarkeit. Das ist ja auch so ein wichtiges Tool für die Leber. Die Leber ist nicht nur wichtig für ganz viele biochemische Abläufe und die Bereitstellung von Hormonen und so weiter und die Reinigung, sondern sie speichert auch Wut und als solche negativen Emotionen. Weil wenn ich zum Beispiel immer wieder mich auf der Waage kontrolliere, dann kann ich immer wieder Adrenalin ausschütten oder eine Wut gegen mich oder einen Hass gegen mich. Und dieser Moment erlahmt die Leber, also in diesem Moment erlahmt die Leber und kann ihre Prozesse nicht zu Ende führen. Es ist so, als würden wir ihr immer wieder sagen mit diesem Körperkult, ja, heute habe ich kein Foto für dich. Ja, wirklich. Ja, und dann, und eigentlich unsere beste Freundin, die all diesen Job macht für uns, sagen wir dann tagtäglich, du bist nicht gut genug. Ja. Du machst zwar all das und hältst mich am Leben, aber du bist nicht gut für mich. Ja, unser Körper ist wirklich so ein feinfühliges Gefühlszustand-Messgerät und kriegt wirklich alles mit, was wir ihm sagen, was wir fühlen ihm gegenüber. Und die Leber ist wie so der Puffer, die das alles so abfedert und alles so auffängt für uns. Und der Gedanke, dass die Leber aber keine zwei verschiedenen Gefühle fühlen kann, zum Beispiel, kann sie nicht wütend sein und gleichzeitig dankbar. Das ist genial. Also wenn wir in diesem Strengen zu uns sind und uns verurteilen und die Wut gegen uns kommt, warum können wir nicht so diszipliniert sein? Warum kann ich nicht so dünn sein? Oder warum kann ich nicht ein paar Kilo mehr haben? Das Umwandeln in Dankbarkeit und dankbar sind für unseren Körper und für diese Hülle, die wir geschenkt bekommen haben, dann hört diese Stagnation auf und es fließt wieder. Und alles, was mit der Leber zu tun hat, muss fließen. Das Blut muss durch sie hindurchfließen. Die Tausenden von Gallenproduktionszellen, die da drin sind, weißt du, es muss alles fließen, dass überhaupt unsere Verdauung funktioniert. Und das war sowas für mich, in diese Dankbarkeit zu kommen und das zu meditieren und zu feiern. Es war ein mega Gamechanger. Ja, in die Dankbarkeit für den Körper, für den eigenen Körper zu kommen, ihn wertzuschätzen und ihn auch ganz, ganz liebevoll zu behandeln, wie wirklich etwas ganz Kostbares, also wie wirklich das Kostbare, was er nämlich auch ist. Das ist für mich auch der absolute Wendepunkt gewesen. Ja, es ist die Annahme, wenn ich es zusammenfasse, dann diese Dankbarkeit und beruht das alles nicht auch auf Wissen? Weißt du, bevor ich nicht gewusst habe, was mein Körper tagtäglich leistet, konnte ich auch nicht dafür dankbar sein. Und vorher hatte ich nur das Wissen, wie soll ein Körper aussehen, wie muss ich meinen Körper kleiden, wie muss ich ihn tunen. Und da war diese Dankbarkeit ja gar nicht möglich. Das war ja ein Wettkampf gegen mich selbst, ja.
Und dann zu wissen, was für Funktionen mein Körper tagtäglich erledigt, da war ich so geflasht. Und wenn wir dann auch noch ihn zum Beispiel zusätzlich belasten mit Alkohol oder Zigaretten oder auch Stress einfach im Alltag oder auch negativen Gedanken, dann ist die Belastung natürlich auch noch mal viel krasser. Und das ist ja auch bei der 369-Leberreinigung eben so genial, dass wir da der Leber wirklich einfach 9 Tage Urlaub verschaffen können, oder? Das ist so schön. Ja, wenn man in diese Liebesbeziehung zu seinem Körper und die ganzen Organe kommt, dann wächst dieser Wunsch in einem, dass man Fürsorge trägt. Ja, genau. Und so wie du sagst, dieser Kurzurlaub, ja, man gönnt sich den ja selbst auch immer wieder. Und dass man sich diesen Urlaub für die Leber und die ganzen beteiligten Organe, alle Organe sind ja so, hängen an der Leber dran. Ja. Die Leber ist ja die Mutter aller Organe. Und wenn es ihr gut geht, dann geht es uns gut. Ja, und das finde ich auch für die Leberreinigung so wichtig, dass eben der Fokus auf der positiven Motivation liegt, nämlich dass es keine Diät ist oder nichts ist, womit wir probieren, unseren Körper zu disziplinieren, sondern wirklich ein Geschenk an unseren Körper, wo wir ihm eine Auszeit gönnen und ihm dafür danken, was er immer macht für uns. Das ist so wunderschön. Rachel, wie ist deine Beziehung jetzt zu deinem Körper und zwar rein äußerlich? Weil ja, wir leben in dieser Gesellschaft, wir sind Normen immer wieder ausgesetzt und Vorbildern. Gerade Instagram ist ja auch so eine krasse App. Ja, total. Wie ist es da? Ich fühle mich mega wohl und ich weiß ihn wirklich unglaublich zu schätzen für alles, was wir auch schon zusammen erlebt haben. Und ich freue mich richtig, richtig dolle, dass ich ihn noch total lange haben werde. Das ist für mich voll das Geschenk und ich liebe ihn voll dafür, wirklich. Also hast du dich angefangen zu verlieben in deinen Körper? So richtig. Oh, das ist so schön. Das ist und so du? Schön. Ja, mir geht es ähnlich. Es ist wirklich so, also ich habe manchmal Phasen, da merke ich, dass meine Leber wieder Gifte raustransportiert und sie ablagert an der Hüfte oder an den Oberschenkeln. Und dadurch, dass ich weiß, es ist nicht für immer so, das ist alles zyklisch und wir sind zyklische Wesen, so wie die Natur, alles ist zyklisch, dass ich da in diese Annahme kommen darf. Und es ist am Anfang schon noch so, warum nehme ich jetzt wieder 3 oder 5 Kilo zu? Und dann weiß ich, jetzt kann ich meinem Körper helfen mit einer 369 zum Beispiel, genau. Um wieder loszulassen. Und ja, es geht nicht primär um die Kilos, die sich angesetzt haben, sondern es geht darum, dass da Toxine in diesen Fettzellen sind und dass die Leber die bereitstellt. Weißt du, was ich meine? Dann ist man so in dieser Arbeitspartnerschaft. Und aber das, was du gerade erzählt hast, mit diesem sich freuen, damit alt zu werden, das durfte ich auch entwickeln. Dieses Alter nicht mehr als Feind zu sehen und auch die körperliche Veränderung, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger oder mal mehr Kraft zu haben für ein Sportprogramm und mal weniger. Es ist diese Annahme da und diese Körperliebe. Ja, und wir haben ja auch gesagt, es geht hier in dem Video auch um das Thema Körperbeziehung. Und ich meine, wie in jeder Beziehung, wir können sie nicht einfach für selbstverständlich nehmen, sondern sie braucht Pflege und sie braucht immer wieder auch, ich denke, eine Art von Orientierung. Wo stehen wir? Wie können wir besser miteinander kommunizieren? Und ich finde, genau dafür ist die Leberreinigung auch perfekt, um eben immer wieder auch die Beziehung mit dem Körper aufzufrischen und wieder neu zu stärken. Ja, das hast du sehr schön auf den Punkt gebracht. Da kann ich nichts mehr zufügen. Ich würde sagen, wir freuen uns auf die Leberreinigung, oder? Ich freue mich sehr. Es ist jedes Mal wieder eine innere Überwindung, wie sagt man, den Schweinehund überwinden, weil ich auch immer weiß, bei mir kommen auch wieder Emotionen hoch, weil, wie ich schon angedeutet habe im Video, da speichert sich sehr viel ab. Aber dann in dem Moment, wo ich sage, da darf ich wieder loslassen, gehe ich einen Schritt weiter in dieser Heilungsgeschichte und einen Schritt weiter in dieser, und ich meine jetzt nicht nur körperliche Heilung, sondern auch im Geist, das, was uns immer wieder gesagt wird, diese Vorbilder, die uns suggestiert werden. Und da einen schrittweise in diese Heilung, wie sehe ich meinen Körper und wie gehe ich mit ihm um, das ist ein Gewinn, ich kann den kaum in Worte fassen. Sehr schön. Ich würde sagen,
Wir freuen uns auf die Leberreinigung. Ja, definitiv. Definitiv.